Wusstest du, dass Van Gogh dieses Bild angeblich für seine heimliche Geliebte gemalt hat? Ich würde gern mitbieten für den Zypressenweg. So wie es aussieht, ist Rebecca nach wie vor wild entschlossen, auf dieses Bild zu bieten. Wie vereinbart? 10 Millionen. Ricardo, ich habe schon ein Kind und das ist so alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte. Und ich habe mir geschworen, dass mir sowas nicht nochmal passiert. Du wirst der tollste Vater, den man sich vorstellen kann, genauso wie du es bei Vivian bist. Bist du dir sicher, dass du das willst? Ich werde Vater. Das soll ruhig jeder wissen. So. Jetzt sagt schon, was ist los? Mein Bruder hat sich endlich entschieden, Arnos Erbe anzunehmen. Cool. Andi übernimmt Brandabbau, Jessica. Yippie. Entschuldigung, ich bin heute ein bisschen fertig. Also, dann auf Andi. Bitte schön. Nicht danke. Jetzt, es gibt Sekt aufs Haus und du willst nicht. Bist du krank? Ja, du siehst doch echt fertig aus. Ich habe eine Magenverstimmung. Danke der Nachfrage. Aber meinst du nicht, es wäre jetzt eine richtige Gelegenheit, um ihm zu sagen, dass wir ein Kind kriegen? Lass uns das später machen, ja? Ja, klar, vielleicht in 7 Monaten, wenn das Kind auf der Welt ist. Quatsch, ich meine nur, lass uns so lange warten, bis Dana und Hagen dabei sind. Was tuschelt ihr denn da? Habt ihr Geheimnisse? Quatsch. Wir haben nur gerade darüber nachgedacht, wann wir euch unsere Neuigkeiten verkünden. Wie wär's denn mit morgen? Wir würden euch gern zum Brunch einladen, die ganze WG, und dann erzählen wir es euch. Ihr macht's ja richtig spannend. Und? Alles bereit für den großen Tag? Wenn ich nichts übersehen habe? Du doch nicht. Bei den Vorbereitungen, die du getroffen hast. Die Presse überschlägt sich. Es werden Höchstpreise erwartet. Das ist alles dein Verdienst. Dein Vater wird sehr stolz auf dich sein. Wo auch immer er sich gerade aufhält. Ja, das ist die größte Auktion, die wir jemals ausgerichtet haben. Du hast das alles ganz großartig gemacht. Und wenn es drauf ankommt, dann können wir uns doch immer auf dich verlassen. Nicht wahr, Sebastian? Ja, auf jeden Fall. Das wird dein großer Tag. Ab morgen ist die Krise der Lahnsteins Geschichte. Du machst es. Hoffentlich. Sie sorgen dafür, dass die Presse Wind von der Sache bekommt. Aber seien Sie diskret, dafür bezahle ich Sie schließlich. Ich will morgen eine fette Schlagzeile im Düsseldorfer Kurier sehen. Skandal bei der Van Gogh-Auktion der Lahnsteins. Preistreiberei, eigene Familie involviert. Die Lahnsteins werden einen Strohmann ins Rennen schicken, um die Gebote künstlich nach oben zu treiben. Es geht um das Bild Zypressenweg unter dem Sternenhimmel. Haben Sie das? Schön. Der Zypressenweg unter dem Sternenhimmel. Ich will nur sicher gehen, dass es bei unserer Abmachung bleibt. Gut. Kommen Sie morgen ins No Limits, dann bekommen Sie Ihr Geld. Hey. Wow, woher hast du so viel Geld? Ich habe eben das Spiel ergehen. Was soll ich machen? Ja, das hätte ich jetzt auch gerne, den Weg. Wahrscheinlich lockerer. Ich dachte, ich kriege einen Infarkt, als Rebecca meinte, dass sie morgen mitbieten will. Wir hätten sofort eine Klage wegen Preistreiberei am Hals. Das wäre das Ende vom Auktionshaus. Wenn diese Auktion morgen kein Erfolg wird, dann habe ich der Firma den Todesstoß verpasst. Der Todesstoß, der kam von Ansgar. Du versuchst nur sein Versagen auszubügeln. Ja, aber alle verlassen sich auf mich. Ich kriege keine Luft mehr, wenn ich an morgen denke.
Helena, morgen stehen hier die größten Kunstsammler der Welt auf der Matte. Leute, die alles, was sie haben, auf die Van Goghs bieten werden. Du hast eine Strategie. Ich habe schon einige Auktionen von dir erlebt. Sobald es losgeht, wirst du funktionieren. Du weißt genau, was du tust, wenn es darum geht, wie weit du den Preis treiben kannst. Du bist ein Profi. Siehst du, alle haben die größten Erwartungen an mich. Ja. Aber ich weiß, dass du es schaffen wirst. Das ist der Unterschied. Wie weit Eifersucht einen Menschen doch treiben kann. Tristan glaubt, dass Rebecca das Bild für Marlene ersteigern will. Er würde sich eher umbringen, als ihr diesen Spaß zu gönnen. Mit wie viel Geld schickt Tristan seinen Strohmann ins Rennen? 10 Millionen. Sie überbieten ihn, der Strohmann steigt aus, wir lassen den Strohmann auffliegen und schon steht der Verdacht der Preistreiberei im Raum. Nach Zahlung dieser Konventionalstrafe ist das Auktionshaus sowas von tot. Ja, ich besorge uns noch eine Flasche Shampoos und ein bisschen rosa. Ich gehe mit. Da mal nicht eine Verlobung angekündigt wird. Das glaube ich eher nicht. Da ist mein Bruder nicht der Typ für. Jessica, wir wissen alle, wie überzeugend sie sein kann, oder? Ich glaube eher, dass er bestimmt dieses Angebot von der Hilfsorganisation angenommen hat. Du meinst, dass er wieder als Arzt nach Afrika will? Die fanden ihn ganz gut. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass Jessie freiwillig im Busch geht? Nee, du, so wie die strahlt, das muss was anderes sein. So, ihr Lieben, jetzt hört mal zu, denn Daniel und ich wollen euch was erzählen. Es ist so, wir bekommen einen neuen WG-Mitbewohner. Oder eine Mitbewohnerin. Ach, Vivian kommt wieder. Nein, das mit der WG war eigentlich auch nur ein Witz. Denn ich denke, bis dahin haben wir uns was Eigenes gesucht, oder? Wir bekommen nämlich ein Baby. Hey, cool! Glückwunsch! Danke! Du bist Onkel. Ach was? Ja, natürlich. Das sieht ganz danach aus. Sollten wir vielleicht alle anstoßen und das neue Mitglied im Fritsche-Clan. Glückwunsch, Glückwunsch. Danke. Gräfin von Anstetten, herzlich willkommen. Ich wusste gar nicht, dass Sie sich für Van Gogh interessieren. Meine alte Freundin Charlie Schneider hat mich mit dem Kunstvirus infiziert. Sie hatte mal eine Galerie. Und ein Van Gogh fehlt mir noch in meiner Sammlung. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Ah, der Herr. Wenn Sie eine Bietermarke möchten? Nein, danke. Presse. Düsseldorfer Kurier. Oh. Ich bin ja sehr erfreut, dass die Presse mal wieder was Angenehmes über die Ladenschein schreiben wird. Viel Spaß. Helena, geht's los? Was du nicht sagst. Lampenfieber? Das ist ganz normal. Habe ich auch immer vor wichtigen Präsentationen. Jetzt mach dir mal keine Sorgen. Ist doch alles da, was Rang und Namen hat. Die Auktion wird ein Selbstläufer. Wollen wir zusammen reingehen? Ja, bitte. Ich sehe Tristan und seinen Strohmann irgendwo. Keine Sorge, die kommen schon. Die Kleine ist so gut wie erledigt. Sie weiß es nur noch nicht. Tristan? Rebecca, was für eine Überraschung. Können wir reden? Ich wüsste nicht, was ich lieber täte. Was hast du denn auf dem Herzen? Ich wüsste gern, wie es mit uns weitergeht. Was wird das hier? So, und was habe ich gefühlt? Was hast du gefühlt, Gespräch? Wir lieben dieselbe Frau. Das sollte nicht sein, aber es ist nun mal so. Nur wir sind immer noch eine Familie und wir müssen irgendwie miteinander umgehen.
Du bist mein Bruder, mir sind deine Gefühle nicht völlig egal. Ja, sehr tröstlich. Aber ich weiß, dass du einen Schuldigen suchst. Vielleicht habe ich auch schon einen gefunden oder besser gesagt einen nie. Trotzdem gibt dir das nicht das Recht, in meine Privatsphäre einzudringen. Was willst du damit sagen? Dass jemand neulich in meiner Wohnung war. Und ich glaube, dass du das warst. Es ist okay, dass du wütend auf mich bist. Aber wenn ich recht habe, dann überschreitest du ganz klar eine Grenze. Eine Grenze, die du schon vor ein paar Wochen überschritten hast, als du mit Marlene im Bett warst. Übrigens, der Zypressenweg wird heute versteigert. Das Bild, das Van Gogh für seine heimliche Geliebte gemalt hat, damit sie nicht vergisst, dass er immer an sie denkt. Auch wenn er es ihr nicht sagen darf. Das ist Marlenes Lieblingsbild. Interessant, oder? Warum erzählst du mir das? Denkst du, dass ich das Bild ersteigern will, oder was? So ein Unsinn. Selbst wenn ich wollte, ich hätte gar nicht das Geld. Und außerdem hat Helena uns ganz klar verboten, mitzusteigern. Verbote machen dich doch erst richtig an. Auf euch. Auf mich. Wir können ja schnell gratulieren und uns dann verabschieden. Ist schon gut. Ich war nur überrascht. Ich auch. Naja, immerhin, die beiden würden uns wohl kaum zur Verkündung einladen, wenn sie schwanger von mir wäre. Dann würden sie sich sowohl kaum als Daniels und ihr Baby ausgeben. Wohl eher nicht. Also bevor ihr Andi alle Rechte für sich in Anspruch nimmt, Christian und ich bestehen darauf, dass wir sofort zu Onkeln ehrenhalber gemacht werden. Aber hallo. Klar, wer denn sonst? Also ich finde es wirklich großartig von dir, dass du Jessie damit nicht alleine Ich weiß, was du sagen willst. Ja, es ist nicht richtig, aber ich erinnere mich lebhaft daran, wie es damals bei Timo war, als er erfahren hat, dass ich nicht sein Vater bin. Ja, aber Timos Vater war auch tot. Sitz zu haben. Und die beiden, die wünschen sich so sehr ein Kind. Was meinst du, was da los ist, wenn... €3,5 Millionen. Bietet jemand mehr? 4 Millionen Euro. 4 Millionen zum ersten, zum zweiten und zum dritten. 7 Millionen Euro. 8 Millionen an die Nummer 31, zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Verkauft für 8 Millionen. Wenn das so weitergeht, sind wir bald alle so im Minus. Ich höre 6.800.000. Bietet jemand mehr? 6.900.000. 7 Millionen. Gräfin Anstetten, war das Angebot? Nein. Pardon. Kein Problem. Bietet jemand mehr als 7 Millionen Euro? 10 Millionen. Damit bieten Sie auf den Zypressenweg unter dem Sternenhimmel. Und denken Sie daran, wir beide kennen uns nicht. Für einen Van Gogh ist das nicht viel. Könnte knapp werden. Mehr ist nicht drin. Sie sind Profi, also machen Sie Ihren Job. Ich will diesen Van Gogh haben. Glaubst du ihr an was? Ich weiß nicht. Am besten gehe ich mal hin und rede mit ihm. Du willst sie doch jetzt nicht so stören. Klar. Die Verdacht schöpfen, dann ist doch wohl besser, ich bringe sie davon ab. Ach ja? Und wie? Willst du einfach hingehen und sagen, übrigens, du bist nicht der Vater? Ja, warum nicht? Vielleicht, weil es ein bisschen auffällig ist? Dann mach ich's halt unauffällig. Ich mach das lieber. Jetzt bleib mal locker, ich hab doch gesagt, ich mach's unauffällig. Ja, eben. Lass mich machen. Hey.
Glückwunsch euch beiden. Danke. Können wir kurz reden? Herzlichen Glückwunsch, Sie haben wirklich ein außerordentliches Kunstwerk erworben. Da kommt die Heldin der Stunde. Ja, es läuft gar nicht mal schlecht. Hallo? Das läuft hervorragend. Du bist fantastisch. Wenn das so weitergeht, dann werden unsere Künstenerwartungen übertroffen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du diese Sammlerin aus Österreich noch so hochgetrieben hast. Ich habe da hinten gesessen und die ganze Zeit gedacht, die steigt doch gleich aus. Ja, aber das ist reine Taktik. Sie liebt das Risiko und will gebeten werden. Aber dann langt sie richtig zu. Hey, Entschuldige meine Verspätung. Wie läuft's denn? wie du gesagt hast, ich funktioniere. Ich habe gesagt, du schaffst das. Ja, langsam macht es sogar richtig Spaß. Oh, jetzt kommt der große Moment. Ich bin so gespannt, für wie viel der Zypressenweg den Besitzer wechseln wird. Ich bin mir sicher, dass Spitzenpreise geboten werden. Der Japaner. Viel Spaß beim Bieten. Der Zuschlag geht an den Bieter mit der Nummer 17 für 1,5 Millionen Euro. Herzlichen Glückwunsch. Meine Damen und Herren, wir kommen nun zu der Katalognummer 031. Zypressenweg unter dem Sternenhimmel. 93 mal 72 Zentimeter Öl auf Leinwand. Es handelt sich hierbei um ein Gemälde aus dem Neoimpressionismus, entstanden in Van Goghs Zeit in Arles. Dieses Gemälde ist ein typisches Beispiel für die Faszination, die Licht und Farben der Provence auf den Meister ausgeübt haben. Das Mindestgebot liegt bei 1,3 Millionen Euro. Meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre Gebote. Du meinst, du willst meine Frau werden? Ja, das will ich. Es tut mir leid. Ich kann dich nicht heiraten. Das war ja klar. Wieder mal zu Besuch bei deiner kleinen Schwester. Ja, ich dachte, ich kann Kim so ein bisschen von der Arbeit ablenken. Ich hab dich vermisst. Alles okay? Ich war vorhin bei Tristan. Ich dachte, vielleicht finden wir doch einen Weg, einigermaßen normal miteinander umzugehen. Und? Er hat mich eiskalt abtropfen lassen. Aber ich kenne meinen Bruder. Das ist nur Fassade, innerlich kocht er. Wenn ich nur nicht so lange gewartet hätte. Hey, wir können nicht mehr ändern, was passiert ist. Nur weiter diskret sein, damit er nicht noch mehr verletzt wird. Er ist so ruhig. Ich habe kein gutes Gefühl. 4 Millionen. 4 Millionen Euro. Ich höre 4,5 Millionen Euro. 5. 5 Millionen Euro. Niemand mehr? $5 Millionen zum ersten. Zum zweiten. €5,5 Millionen. 6 Millionen Euro.
6,5 Millionen. Das ist echt schade, dass ich jetzt kein Ultraschallbild dabei habe, denn in der 15. Woche sieht man schon richtig was. Ich würde da sowieso nichts drauf erkennen. Ja, am Anfang ist das ja auch nicht so leicht, aber in der 15. Woche ist das schon anders. Kann sein. Ich meine, wäre ich jetzt in der 12. Woche oder so, aber in der 15. Woche, das sind ja 3 Wochen dazwischen. Ah ja, Mein Gott, du Tropfnase, kapierst ja auch gar nichts. das kapiere ich nicht. Stimmt so. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch. Von mir auch. Herzlichen Glückwunsch, meine ich. Es tut mir leid, dass ich nicht gleich gekommen bin, aber ich muss den Gedanken erst mal verarbeiten. Kein Problem. Doch, es ist ein Problem. Nur weil Hagen und ich keine Kinder kriegen können, sollte ich mich doch trotzdem für meine Freunde freuen. Es gibt wirklich nichts, wofür du dich entschuldigen müsstest. Ich meine, ich habe ja am Anfang auch total Panik geschoben, als ich das gehört habe. Aber dann bin ich sofort zum Arzt, habe mich schallen lassen und das Ergebnis ist eindeutig. Also, du weißt schon, da war ich auf jeden Fall schon in der 3. Woche. Ganz sicher. Ja, ich kann dir gerne das Ergebnis zeigen, das ärztliche. Und ihr auch? Nein, nicht nötig. Also ehrlich, ich bin schon erleichtert. Also, für Dana wäre das unerträglich, wenn du und ich... Ja, so ist es aber nicht. Also, können wir jetzt das Thema wechseln? Okay. Jedenfalls freue ich mich für euch, dass ihr euch wieder versöhnt habt, trotz allem. Und dass ihr bald eine richtige, kleine, glückliche Familie seid. Alles klar. Sorry, dass ich dir nicht gleich gratuliert habe. Ich muss das Ganze erst mal verpacken, aber ich freue mich für dich. Ehrlich. Danke. Mit Hagen habe ich auch alles geklärt. Das heißt, du musst dir jetzt keine Sorgen mehr machen, denn das Schlimmste haben wir hinter uns. Das letzte Gebot für Zypressenweg unter dem Sternenhimmel von dem Herrn mit der Nummer 20 liegt bei 7,5 Millionen Euro. Gräfin Anstetten? 8 Millionen. ,5 Millionen? Neun. 10. Zehneinhalb. 10,5 Millionen Euro. Zum ersten. Zum zweiten. Sie bieten 11 Millionen. Zwölf. Ich biete 12 Millionen Euro. 12 Millionen Euro. Bietet jemand mehr? 12 Millionen Euro zum ersten. Zum zweiten. Und zum dritten. Verkauft an die Bieterin mit der Nummer 13. Ich gratuliere. Ja, jetzt wissen es endlich alle. Auch Dana und Hagen? Dana war natürlich erstmal schon ein bisschen geschockt, die Arme. Aber ich konnte verhindern, dass die beiden misstrauisch werden. Übrigens, wenn dich jemand fragt, ich bin in der 15. Woche, ja? Okay. Aber das habe ich nicht gemeint. Sondern? Jetzt hast du die beiden wieder angelogen. Ist dir das nicht irgendwie schwer gefallen? Doch schon, aber wenn ich die Wahrheit sage, dann verlässt Daniel mich. Und dann soll ich das Kind jetzt mit Dana und Hagen großziehen? Für
das kleine Gummibärchen ist auf jeden Fall so das Beste, denn so wächst es in der richtigen Familie auch. Ich finde das sehr löblich, dass du für Jessie über deinen Stall springst. Aber ich würde gerne vermeiden, dass du denselben Fehler machst wie ich. Für Timo ist damals eine Welt zusammengebrochen. Als er die Wahrheit erfahren hat. Als er erfahren hat, dass alles auf einer Lüge aufgebaut war. Ja, genau darum soll das Baby auch nicht erfahren, wer der leibliche Vater ist. Glaubst du wirklich, dass es so einfach ist? Früher oder später kommt sowas immer raus. Zum Beispiel, wenn es um die Blutgruppe geht. Oder es wird ein Junge und sieht genauso aus wie Hagen. Sei still. Okay, aber eins sage ich dir noch. Wenn die Sache rauskommt, fliegt dir das alles sowas von um die Ohren. Weißt du, wenn alle, die davon wissen, weiterhin den Mund halten, dann wird's auch nicht rauskommen, verstanden? Hey, ich werde bestimmt nichts sagen. Ich will dich ja nicht reinreiten. Aber ich habe echt kein gutes Gefühl dabei. Aber weißt du, wir werden eine richtige, kleine, superglückliche Familie. Und das ist alles, worauf es ankommt. Ich weiß, du hast Angst, dass Hagen sich immer wieder in euer Leben einmischt. Aber so eine Familie funktioniert nun mal nur mit Vertrauen. Was bitteschön soll das denn für eine Familie sein, hä? Wie viele Eltern soll das Kind denn noch haben? Dana, Jessica, Hagen, mich. Warum nicht? Ihr werdet nicht die erste Patchwork-Familie. Ich hab schon eine Tochter, um die ich mich jahrelang nicht richtig kümmern konnte. Ich habe einfach keine Lust mehr, ewig die Nummer 2 zu sein. Verdammt nochmal, Daniel. Du bist nicht die Nummer 2, du bist der Vater des Kindes. Dieses Kind wird dich nie für die Nummer 2 halten, solange du es nicht selber tust. Klugscheißer. Hier. Lahnstein Auktionshaus landet Sensationskuh bei Van Gogh Auktion. Gute Arbeit, Helena. Dankeschön. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass ich das hinter mir habe und dass es so gut gelaufen ist. Tja, wer hätte gedacht, dass uns deine kleine Bilderklitsche mal dreistellige Millionengewinne einbringt? Wie wär's, wenn du dich einfach mal bedankst? Helena hat dir immerhin gerade den Arsch gerettet. Und wir können endlich die Verluste auffangen, die du deinen windigen Spekulationen gemacht hast. Tja, wenn es so ist, sage ich doch einfach mal no risk, no fun. Obwohl, das weißt du doch besser als ich. Schließlich bist du ja mit Tanja verheiratet. Halt, stopp, sind wir uns einig, dass diese Auktion Lahnstein Enterprises aus der Krise gerettet hat? Ja, also habe ich einen Wunsch frei und ich wünsche mir jetzt keinen Streit, sondern Champagner. Alles, was du willst, kleine Schwester. Hey. Hey, Glückwunsch, du hast unser Familienunternehmen gerettet. Wo ist eigentlich Rebecca? Arbeitet ihr immer noch? Bestimmt. Ich ruf sie mal an. Ja. Ich hoffe, man lässt sie nicht verdursten. Wir sind wieder unter uns, also wenn Sie kurz Pause machen wollen. Ich wusste gar nicht, dass du so gute Nerven hast. Du, ich auch nicht. Was soll das denn? Hier, die spinnen ja wohl. Der Düsseldorfer Kurier meldet gerade online Betrugsskandal bei Van Gogh Auktion. Haha. Die werfen uns Preistreiberei vor? Der war was lustig, Sebastian. Daniel! Du, ich habe gleich wieder einen Termin bei meiner Gynäkologin. Willst du mitkommen? Nee, ich muss jetzt in den OP. Warum denn schon wieder? Stimmt irgendwas nicht? Ich war nur so nervös und dann dachte ich lieber einmal zu viel Kontrolle als zu wenig. Solange das jetzt nicht täglich wird. Ich gehe dann schon mal vor. Bis gleich. Sag mal, ist alles in Ordnung? Ja, wir haben nur Stress bis über die Ohren. Aber im No Limits warst du auch schon so still. Du hast ein schlechtes Gewissen wegen Dana und Hagen. Hagen. Ja, dem kann ich stundenlang in die Fresse hauen, aber Dana, es tut mir einfach leid, sie anzulügen. Das war deine Idee. Aber wir gewöhnen uns schon daran. Das Wichtigste ist doch, dass wir zusammen sind. So, und jetzt lasse ich dich mal weiterarbeiten. Aber lass dich nicht ausbeuten, denn wir beide brauchen dich doch. Danke, ich mach das schon. Woher wusste ich bloß, dass Sie es sind?
Sie sollten sich als Orakel von Delphi bewerben. Danke, ich werde drüber nachdenken, jetzt wo mein Plan so grandios aufgegangen ist. Knapp trifft's wohl eher. Da ist sie wieder. Diese erfrischend positive Leichtigkeit, die jedes Gespräch mit Ihnen zu einem reinen Vergnügen macht. Wie kommt die Presse auf sowas? Ich würde doch niemals meine eigene Auktion manipulieren. Es ist egal, wie dieser Verdacht entstanden ist. Fakt ist, der Ruf des Auktionshauses steht auf dem Spiel. Moment mal, heißt das jetzt, du glaubst ihn? Natürlich nicht. Helena, ich kann verstehen, dass du wütend bist, aber wir sollten jetzt vor allem Ruhe bewahren. Niemand von uns macht dir hier Vorwürfe. Aber Sebastian hat recht mit dem, was er sagt. Ob es stimmt oder nicht, es ist eine Katastrophe für das Auktionshaus und den Erfolg der Van Gogh-Auktion. Irgendwoher müssen die es doch haben. Immerhin sind Sie ja die Hauptgeschädigte hier. Und wir wollen doch unbedingt verhindern, dass meine Familie gar nicht mitbekommt, dass sie kurz vor dem Ruin steht. Das heißt, Zeit für einen kleinen Skandal. Ich liebe Skandale. Ja, wir haben ziemlich hohe Gewinne gemacht. Ja, aber bei so einer Reise ist das nicht unüblich. Ich ziehe mein Gebot zurück. Ich habe versucht, Sie aufzuhalten. Wenn mir der Ruf meiner Firma nicht so sehr am Herzen liegen würde, dann würde ich Sie sofort verklagen. Andere Bieter werden das sowieso tun. Ist ja Fassen Sie mich nicht an. Ein bisschen Ehrgefühl täte Ihnen ganz gut. Ich erwarte Ihren schriftlichen Widerruf. Noch heute. Ansgar, warum muss ich gerade jetzt an dich denken? Was denn? Bin ich jetzt für diesen Skandal auch verantwortlich? Also ich muss schon sagen, diese Auktion hätte meine Bank gerettet. Ich gebe gerne zu, dass ich euch Luschen lieber heute als morgen vom Hof jagen würde. Aber selbst ich beiß nicht in die Hand, die mich füttert. Auch wenn die Versuchung immer wieder groß ist. Vielleicht war unsere kleine Streberin hier ja einfach so wild darauf, ihren Smiley zu bekommen. Sag mal, geht's noch? Ich habe damit nichts zu tun. Klar, Preise in die Höhe treiben, wie dilettantisch. Sag mal, ich bring ihn um jetzt gleich. Ganz ruhig, mal schön die Plappermühle halten. Vielleicht denkst du mal lieber drüber nach, wer hier noch aus der Familie einen Strohmann geschickt haben könnte. Vielleicht kann ich dir sogar ein bisschen helfen. Ich würde gerne mitbieten für den Zypressenweg. Helena! Wo willst du denn hin? Ja. Mal. Ich muss dich leider enttäuschen. Ich bin es nur. Aber ich habe dir etwas mitgebracht, ein kleines Geschenk für Marlene. Was soll das? Was willst du hier? Ich dachte mir, ich nehme Helenas Mitarbeitern ein wenig die Arbeit ab. Und Clarissa von Arnstedt natürlich auch. Nett von ihr übrigens, ein Bild für dich zu ersteigern. 12 Millionen. Respekt. Marlene scheint dir richtig was wert zu sein. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Tristan, ich weiß nicht, was das soll. Aber ich möchte, dass du jetzt gehst. Willst du gar nicht wissen, was es ist? Das ist wirklich wunderschön. Ludwig ist nicht zu erreichen. Warum wundert mich das nicht? Schadensbegrenzung. Das ist jetzt die erste Aufgabe. Und ich gehe davon aus, dass wir alle überzeugt sind, Helena trifft keine Schuld an dem Debakel. Ja, sie weiß wohl am ehesten, welche Risiken mit so einer Aktion verbunden sind. Das würde sie niemals tun. Ja, das sehe ich genauso. Aber es bleibt die Frage, wer steckt dahinter? Tja, ich würde ja zu gerne glauben, dass das Frau von Anstetten war, aber... Ansgar. Die Gewinne der Auktion hätten die Bank saniert. Er ist der größte Verlierer bei der Sache. Ja, wenn seine Bank nicht in extremen finanziellen Schwierigkeiten wäre, dann würde ich sofort glauben, dass Ansgar seine Finger im Spiel hat. Aber so? Das Ganze trägt doch eindeutig Ansgars Handschrift. Wir übersehen nur irgendwas. Sie hatten einfach Glück. Wenn jemand in Ihrer Familie entdeckt hätte, dass es gar keine Bankkrise gibt. Tja, manchmal macht die liebe Familie es mir fast ein bisschen leicht. Der kam gerade per Bote.
Wenigstens lässt sich Ihre Familie nicht lumpen. Ganz offensichtlich sind wir doch ein recht gutes Team. Mein Gott, jetzt schauen Sie doch nicht so, als ob ich Ihnen die Butter vom Brot nehmen wollte. Sie bekommen LCL schon noch. Ich hoffe, Sie lassen sich etwas Elegantes einfallen. Tanja ist nicht so leicht zu überrumpeln wie Tristan oder Helena. Keine Sorge. Ich greife jeden dahin, wo er verletzlich ist. Auch Tanja hat ihre Schwächen. Es ist genauso wie bei dem gefälschten Foto von Vater. Okay, vielleicht hast du recht, aber solange wir Ansgar nichts nachweisen können, bringt uns das gar nichts. Es ist auch egal, ob wir Ansgar überführen oder nicht. Der Image-Schaden, der ist gar nicht wieder gut zu machen. Du weißt, was das bedeutet. Ja, natürlich, das Auktionshaus wäre nicht mehr zu halten. Das ist dann schon nach den Immobilien die zweite Sparte, die wir schließen müssen. Ich werde eine Gremiumssitzung einberufen und da entscheiden wir dann, was zu tun ist. Und bis dahin keine Statements nach draußen. Wir müssen zusammenhalten als Familie. Haben wir uns verstanden? Daniel, unserem Baby geht es super. Ich hab den Herzschlag gehört, gesehen, wie es sich bewegt hat und es hat mir zugefunkt. Lach nicht. Hier, ich hab den Beweis. Das ist unser Baby. Ist das nicht wunderschön? Ja, ist es. Na, das ist für dich, für den stolzen Vater. Danke. Daniel, ich liebe dich. Ich will, dass du glücklich mit uns wirst. Ich bin mit dir glücklich. Ich werde auch glücklich sein, wenn das Baby da ist. Dann lass ich dich weiterarbeiten. Ich liebe dich. Fritsche? Sie rufen an wegen der Arztstelle im Kongo. Das ist Marlenes Lieblingsbild. Das ihr so viel bedeutet. Hast du das ersteigert? Sag mal, bist du jetzt komplett übergeschnappt? Hast du nicht gehört, was Helena gesagt hat? Familienmitglieder dürfen auf keinen Fall mitbieten. Ich weiß, dass du das Bild ersteigert hast. Nein, du spinnst doch! Aber es war leider ganz umsonst. Marlene wird das Bild nie bekommen.